In diesem Video haben wir gleich 2 Werkstatttermine. Beim ersten wissen wir noch gar nicht so genau, was auf uns zukommt. Und dann zeigen wir euch noch, wie man in Deutschland wunderbar freistehen kann. Außerdem gibt es mal wieder ein paar Spritzen und ihr findet uns an einem Ort wieder, an dem wir uns für gewöhnlich nicht so oft aufhalten. Wir hatten einen Servicetermin bei Iveco, was uns etwas verwunderte, denn kurze Zeit nachdem wir in Polen den 30.000 Kilometer Service gemacht haben, fing Mando an, uns mitzuteilen, dass er gerne wieder einen Service haben wollte. Aber zum Glück war es nur der Pollenfilter, der ausgetauscht werden sollte. Gut, Ölwechsel wollte er auch wieder gemacht haben, aber nachdem dieser erst bei 30.000 erledigt wurde, haben wir den bei 35.000 jetzt nicht nochmal mitmachen lassen. Hallo, wir stehen hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Karlsburg und gehen jetzt hier heute Abend lecker mit den Freunden essen. Im Lokal waren wir auch vor 2 Jahren, bevor wir zu unserer Reise aufgebrochen sind. Ja, guten Morgen. Wir stehen hier auf einem kleinen Parkplatz bei der Burg Frankenstein. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, für mich war es sehr überrascht. Ich war sehr überrascht, als ich die Burg auf Google Maps gesehen habe, weil ich wusste gar nicht, dass es die Burg Frankenstein ist. Von daher bin ich doppelt gespannt, was uns da erwartet. Ja, ich glaube, das hat aber nichts mit Mary Shelleys Frankenstein zu tun. Habe ich nachgelesen. Hast du nachgelesen? Das ist tatsächlich die Grundlage oder Inspiration für den Roman. Ja. Also angeblich, was ich gelesen habe. Okay, dann schauen wir mal. Also wir sind jetzt an der Burg oben, hier ist ein Anschlag und hier steht tatsächlich, dass es zumindest einen entfernten Bezug zu dem Roman hat, weil die Autorin wohl hier 1814 ein paar Stunden Rast gemacht hat. Die Burg hat sie dabei wohl allerdings nicht gesehen, aber weiter steht hier nichts. Vielleicht hat sie der Name einfach inspiriert. Oder was meint ihr? Wenn ihr es wisst, schreibt es doch uns gerne in die Kommentare. Was? Es ist daher unwahrscheinlich, dass es einen direkten Bezug zwischen der Burg und dem Schauerroman gibt. Ja gut, aber ich meine, vielleicht, ja, den Namen hat sie ja gehört. Dabei soll sie auf die Burg Frankenstein aufmerksam geworden sein. Okay.
Okay, das kann schon sein. Jetzt diskutieren wir halt ein bisschen oder wir überlegen halt ein bisschen, ob das dann der Inspiration für den Namen Frankenstein war. Wisst ihr das? Wenn ja, schreibt uns mal unten rein. Ja, stehen auch ein paar modernere Gebäude hier oben. Ist halt auch eine Art Event-Location hier. birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Things are finally right. Auftrag war, ein Brot zu kaufen. Der Auftrag war, ein Brot zu kaufen. Meinen geliebten Ofenkäse gefunden, den ich schon so lange suche. Hört man mich überhaupt? Ja. Ich habe endlich per Zufall meinen geliebten Ofenkäse gefunden, den ich schon so lange suche und bisher noch nicht gefunden habe. Jetzt auch sogar mit Gyrosteil. Und unser zweiter Werkstatttermin führt uns dann zu Markus Kruse von der Firma Offroad Motorhomes, wo wir sozusagen einen Servicevertrag für Mando abschließen für Ferndiagnose und weitere Unterstützung, falls irgendwas mit dem Fahrzeug sein sollte. So, und das ist das gute Gerät von Offroad Motorhomes. Es wird auf der einen Seite hier am OBD-Stecker des Fahrzeugs angeschlossen
und hier an unseren Router. Und dann verbindet sich das Gerät automatisch mit den Servern von OM und die können dann das Fahrzeug einer Diagnose unterführen und gegebenenfalls Fehler zurücksetzen etc. Das dürfte, wenn wir dann irgendwo stehen und irgendwelche Probleme am Fahrzeug haben sollten, uns weiterhelfen. A little while later. Was crazy, but things Und im Anschluss ging es gleich zurück Richtung Süden. future is bright. Ja, guten Morgen vom Wiesensteig. Ein toller, kostenloser Parkplatz hier mitten in der Natur. Also Vanlife in Deutschland ist auch möglich, ohne auf kostenpflichtige Stellplätze fahren zu müssen. Hier gibt es einen Skilift und eine kleine Skipiste. Und es gibt eine Skisprungschanze, eine kleine Übungsschanze. Also echt schön hier am Wiesensteig. Aber das war nur ein kleiner Zwischenstopp auf dem Weg nach München, wo wir jetzt dann gleich aufbrechen und weiterfahren, weil wir morgen unseren zweiten Impftermin haben. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone. Ja, und im Gegensatz zu den letzten 3 Stellplätzen war es dann hier in München natürlich wieder vorbei mit dem Gratis-Stehen. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know. I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Das ist so alle 2 Autogriffs auf die andere Seite, ne? Stimmt, ja. Mit 3, dann machen wir. Ja. 2 hier, einmal rechts. Ja. Ja, nicht erschrecken, gibt es den ersten Stich. Ja. Jetzt sehen wir das zum YouTube-Zuschauern nicht zumuten. Ja. Weil manche sind dann doch, glaube ich, etwas empfindlich. Naja, kann man sehen. Weiter geht's. Leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges, all I know. I got lost along the way, fell between the foam. Ja, nach der Impfung waren wir dann noch einkaufen und dann sind wir zu einem Campingplatz gefahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein richtiger Campingplatz mit allem drum und dran. Den kannten wir schon früher, als wir noch mit der Black Pearl, unserem Van, unterwegs waren. Und da haben wir uns gedacht, die nächste Woche wird eh so heiß. Hier gibt es einen Badesee. Dann buchen wir uns doch hier mal ein. Und wer weiß schon, ob wir eventuell Impfnebenwirkungen oder sowas haben. Das ist einfach besser, schön gemütlich hier einen Platz zu haben. Außerdem wollen wir hier das Q&A-Video für euch filmen, welches ihr dann nächste Woche zu sehen bekommt. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.